Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah und Segen und Frieden seien auf unseren Propheten Muhammad, auf seiner Familie und seinen Gefährten. Im heutigen kurzen Vortrag geht es um eine vergessene Sunnah-Handlung im Gemeinschaftsgebet und um eine sehr erwünschte Sunnah-Handlung im Gemeinschaftsgebet. Es geht um das Verbinden der Füße und der Schultern im Gebet. Und dazu möchte ich euch zwei Hadithe vorlesen. Und wir beginnen und möge Allah uns Nutzen daraus ziehen lassen. Erster Hadith, Imam al-Bukhari, möge Allah ihm barmherzig sein, führte in seinem Sahih-Werk folgende Kapitelüberschrift an. Kapitel über die Haftung des Verbinden der Schulter mit der Schulter seines Nebenmannes und des Fußes mit dem Fuße in der Gebetsreihe. Und Numan ibn Bashir sagte, ich sah, wie der Mann seine Fußknöchel an die Fußknöchel seines Nebenmanns haftet. Dann überliefert er den Hadith von Anas, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, richtet eure Reihen gerade, denn wahrlich, ich sehe euch hinter meinem Rücken. Anas sagte, und der eine von uns pflegte seine Schulter an die Schulter seines Nebenmanns und sein Fuß an den Fuß und an den Fuß an seinen Fuß zu haften. Zweiter Hadith. Numan ibn Bashir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtet, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wendet sich mit seinem Gesicht dem Menschen zu und sagte dann, richtet eure Reihen gerade. Dies sagte er dreimal. Bei Allah entweder richtet ihr eure Reihen gerade, oder Allah wird gewiss zwischen eure Herzen trennen. Er, der Überlieferer, sagte, so sah ich, wie der Mann seine Schulter an die Schulter seines Nebenmanns haftet und seine Knie an die Knie und sein Fußknöchel an seine Fußknöchel. Das bedeutet, wenn man sich zum Gebet hinstellt, dann stellt man sich mit der Schulter an die Schulter und mit dem Fuß an den Fuß und mit dem Knie an den Knie zu seinem Nebenmann. Und dies ist von der Sunna und dies ist erwünscht. Nicht, dass dazwischen Abstände sind und jeder so, wie man es heutzutage oft sieht, jeder betet so für sich. Der eine steht ein bisschen hinten, der andere steht ein bisschen vorne, der andere steht ein bisschen so, der andere so, alle stehen irgendwie. Aber wenn diese Füße verbunden sind und wenn die Schultern verbunden sind, dann steht man wie eine Einheit. Und so soll es sein. Und man soll gerade stehen und man soll sich verbinden. Und aus diesen Hadithen entnimmt man auch folgenden Nutzen. Es war zur Lebzeit der Sahaba üblich, dass sie im Gebet Fuß an Fuß standen und die Füße hierbei miteinander verbunden wurden. Dies wurde unter anderem von Anas ibn Malik und Numan ibn Bashir berichtet. Also wie schon zuvor erklärt, mit Fuß verbinden meint man nicht, dass sie sich zusammengebunden haben oder etwas. Nicht, dass das jemand jetzt falsch versteht und sich hier irgendwie zusammenketten möchte oder so. Es geht dabei wirklich nur darum, dass man geschlossen steht und dass es keine Lücken gibt und dass jeder in einer Reihe steht. Der zweite Nutzen daraus ist, diese Sunna wurde jedoch bereits früh von vielen unterlassen. Und Ibn Rashid al-Asti, möge Allah ihm barmherzig sein, einer der bekannten Hadith-Überlieferer, sagt, wenn du dies heutzutage mit einem von ihnen machen würdest, so würde er fliehen, als ob er ein wildes Maultier ist. Also man muss das jetzt nicht als Beleidigung verstehen, aber es ist mir auch oft aufgefallen schon, wenn du diese Sunna in den Moscheen verbreiten möchtest, wo dies nicht bekannt ist, diese Leute, die gehen dann immer so ein bisschen weg oder sie denken sich, was will der von mir oder warum machen die das? Und inshallah können wir diese Sunna wiederbeleben und mit den Leuten sprechen und reformieren und die Sunna wirklich wiederbeleben, denn dann wird Allah jedem von uns eine hohe Stellung geben, wenn wir die Sunna wiederbeleben. Dann gibt es noch den Punkt, der indische Hadith-Gelehrte Al-Azim al-Abadi, möge allein barmherzig sein, sagte, diese Hadithe weisen ganz klar auf die Wichtigkeit hin, die Reihen gerade zu richten
Und dies gehört zur Vervollständigung des Gebets. Und es ist nicht erlaubt, dass die Leute versetzt in den Reihen stehen. Und das sieht man auch leider sehr oft. Wie ich schon gesagt habe, einer steht vorne, einer steht hinten. Das darf einfach nicht sein. Die Reihen müssen gerade sein. Und man soll Schulter an Schulter, Fuß an Fuß, Knie an Knie mit seinem Nebenmann stehen. Heutzutage wird jedoch diese Sunna unterlassen, und wenn man das heute macht, fliehen die Leute wie wilde Esel. Das sagte Al-Azim Al-Abadi. Und man muss es auch nicht als Beleidigung verstehen, denn das ist das, was ich auch gesagt habe. Die Leute bekommen dann irgendwie Unwohlsein und so. Wahrlich, wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und die Imame von Ahlul Hadith wiesen in ihrer Sunna-Werk auf diese Sunna hin und führten hierfür dementsprechende Kapitelüberschriften an, so wie wir es zuvor gehört haben, zum Beispiel Imam al-Bukhari tat es. Und diese Kapitelüberschriften sind unter anderem das Wissen im Fiqh dieser Imame, wovon der Schüler des Wissens profitiert. Und ganz wichtig noch dazu zu sagen, das bedeutet jetzt nicht, dass man da übertreiben muss im Gebet und während des Stehens dann nur damit beschäftigt ist, seine Füße irgendwie und alles so aneinander zu pressen. Und man muss auch aufpassen, dass man seine Füße nicht so weit auseinander grätscht, dass die Schultern dann wieder nicht verbunden sind, weil das sieht man auch oft. Sie stehen Fuß an Fuß, aber die Schulter, sie machen so wie ein Spagat schon fast. Und das soll auch nicht sein. Man soll sich im Gebet auf das Gebet konzentrieren und nicht darauf, dass man sich die Füße irgendwie verbindet. Für manche ist das dann das Wichtigste auch. Ich muss jetzt den Fuß verbinden, und sie sind unachtsam dann in ihrem Gebet, und das ist eine sehr, sehr, sehr große Sünde. Unachtsam sein im Gebet, und es wird sogar in Koransuren davon berichtet, wehe den Unachtsamen im Gebet sinngemäß. Das ist jetzt ein anderes Thema, das wir nicht abschweifen. Und was wollte ich noch sagen? Und dieses Pressen, das habe ich auch schon gesehen, die pressen dann, manche, das muss auch nicht sein, dass der andere gestört wird, dass man seine Füße so brutal aneinander presst oder dem anderen so hinpresst, dass der dann gestört wird beim Gebet. Das muss auch nicht sein. Und möge Allah uns den mittleren Weg beschreiten lassen, den Weg der Mitte, den geraden Weg. Möge er uns die Übertreibung unterlassen, und möge Allah uns recht leiten, möge Allah uns zu Leuten der Sunna machen und diese Sunna wiederbeleben, und möge Allah uns auf den Tawhid festigen. Und ich wünsche euch alles Gute und möge Allah uns daraus Nutzen ziehen lassen. Barakallahu fiqh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.